So, wie ihr seht, Chaos auf dem Tisch, aber ich habe die perfekte Lösung dafür gefunden, wie ich dieses Chaos innerhalb von weniger Minuten gelöst bekomme. Wie das ausschaut, geht mit mir ins Video rein. Hallo und herzlich willkommen bei Verkunstet. Bevor wir mit dem Thema anfangen, wie räume ich hier endlich mal richtig auf? Ja, einmal der Hinweis, abonniert den Kanal, das würde mich sehr freuen, und gebt der Glocke einen mit. Das tut gar nicht weh und kostet auch nicht mehr. Ja, ich hatte gesagt, Chaos Queen, ja, das bin ich durchaus. Ihr seht schon, ich habe hier auf meinem Tisch schon mal so ein kleines Arsenal ausgebreitet. Ein Glück, dass ihr keinen Rundgang bei mir durchs Atelier macht. Ihr würdet schreiend davonlaufen. Ja, ich habe mir vorgenommen, aufzuräumen, aber ich habe keine Lust, jetzt permanent irgendetwas zu kaufen. Habe mir dafür im Internet einige Sachen angeschaut und habe eine kleine Lösung gefunden, die ich denke, jeder von euch einfach und schnell zu Hause nachmachen kann. Und was das ist, das zeige ich euch in der Materialliste. Ihr seht schon, ich habe hier zwei Flaschen auf dem Tisch stehen. Und wer jetzt mal genauer hinschaut, der erkennt auch schon direkt, was das für Flaschen sind. Denn die werdet ihr mit Sicherheit auch bei euch im Keller stehen haben, oder zumindest eine davon. Eine Waschmittelflasche. Die habe ich bisher immer wunderbar in den gelben Sack weggeworfen und habe mir jetzt gedacht, muss nicht sein. Sie sind nämlich schön groß, sie sind stabil und für meine Zwecke ideal. Was brauchen wir noch? Natürlich was zum Schneiden. Ich habe einmal ein Cuttermesser hier und eine Schere für nachher, wenn ich die Ränder etwas verfeinern möchte. Und damit ist die Materialliste schon abgehakt. Wir müssen jetzt uns überlegen, was wir abschneiden wollen von der Flasche. Ich hätte jedenfalls gerne die Flasche so, dass ich hier diesen Henkel noch stehen habe nachher, damit ich, wenn ich im Unterricht bin oder halt selber mich an meine Staffelei setze, das einfach nachher noch transportieren kann, wenn ich die Stifte hier reinräume. Das heißt, ich werde den Schnitt einmal hier rumsetzen ganz und hier oben nachher auslaufen lassen. Gut, würde sagen, wir fangen mit dem Cutter an. Das heißt, wir gehen einmal hier rein und ihr seht schon, man muss ein bisschen Druck ausüben, aber das geht danach relativ einfach. Das Ganze rausziehen und wieder reingehen. So, einmal das Ganze umdrehen und nach oben bringen. So. Seht ihr, da ist noch nicht ganz lose. So, und damit hätte ich dann schon einmal das erste Teil ausgeschnitten und meine Lücke geschaffen, um nachher die Stifte da reinzustellen. Jetzt machen wir noch ein bisschen die Kanten sauber. Ich habe sie endlich fertig. Hurra! Und kann nun anfangen, mir meine Stifte schön hier rein zu sortieren. Einfach hier rein und ihr seht, perfekt. Das Schöne an der ganzen Sache ist, dass ich das jetzt so geschnitten habe, ich habe hier noch einen Henkel
und kann wunderbar damit die Sachen nachher auch nehmen und an einen anderen Ort hinbringen. Das, was ich mir noch zusätzlich überlegt habe, war, dass es vielleicht ganz nett wäre, da ich ja hier diesen Durchlass auch noch habe und er auch relativ stabil ist, das Ganze aufzuhängen an der Wand. Damit steht es dann auch nicht nachher dumm rum. Ich kann es aufhängen, kann es runternehmen, ich kann es irgendwo hin transportieren. Fertig. Ich finde, ist eine super Idee und einfach umzusetzen. Findet ihr nicht? Ja, damit bin ich dann auch schon mit meinem Do-it-yourself Upcycling fertig. Ich hoffe, ich habe euch einen schönen Anstoß geben können, wie man etwas aufgeräumter durchs Leben gehen kann. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen rauf mitgeben würdet. Abonniert diesen Kanal und gebt der Glocke bitte einen mit. Das würde mir hier sehr helfen. Ich freue mich ganz besonders natürlich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, wenn es heißt Verkunstet. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss zusammen. Und wie die ausschaut, das zeige ich euch in diesem Video. Käse. Du wolltest in 15 Sekunden die Leute davon begeistern, das Video zu gucken. Du hast 30 Sekunden gebraucht, um das Gegenteil zu erreichen. Auch eine Möglichkeit, aber auch den Rest nicht zu drehen. Du kriegst gleich alle Stifte um die Ohren. Der hat mich ja aufgehört und wurde eingeleitet. Ich hasse es. Er hält schon wieder die Finger hoch. Ah! Jetzt bist du aus meiner Kamera rausgekippt. Hallo, ich gebe zu, ich bin manchmal eine ganz schöne Chaos-Queen. Manchmal. Entschuldigung. Gibt doch. Wenn es sich Mühe gibt, klappt das schon. Schaffst du den guten Tag auch noch? Hallo und herzlich willkommen. Dieses scheiß Klatschen von dir, ne? Nimm doch die Klappe, wofür hast du die eigentlich? Wo hast du die hingeräumt? Würde ich euch noch kurz bitten, einmal das starten möchte ich euch einmal bitten, diesen abonnieren. Ich hasse es. Bevor wir mit diesem Video starten, hier nochmal der Hinweis. Mit dem Video haben wir schon gestartet. Bist du jetzt zufrieden? Okay, ich.